Ja, wir sind leider 10 Minuten zu spät gewesen und sind in den Hagelsturm reingekommen. Und dann haben wir noch dieses schöne Chalet hier gefunden. Und Ja, großzügiges Chalet. Ja, also wenn man hier ein bisschen weiter weg geht. Enorme Größe hier von unserer Unterkunft. Im Bild festhalten. Wir stehen jetzt seit ungefähr 10 Minuten hier und es hat schon fast wieder aufgehört. Also das ist diesmal hoffentlich ein viel kürzerer Schauer, aber es war kein normaler Schauer, sondern ein Hagelschauer. Aber hier uns geht's gut, oder? ja, Ich habe jetzt keinen Bildschirm, aber egal. Ich fahre vorbei, du nimmst mich mit auf. Ah. Warte mal, ich gehe mal zurück. Ich fahre mal eine Runde um dich herum. So. So, aus der Regenpause, Hagelpause heraus. Ich fahre ganz langsam, ja, dass du mir folgen kannst. Wir fahren jetzt nach Hollfeld rein. Es geht weiter. Regenbogen voraus, Sonnenschein. Was will man mehr? Amigo do Prahi, Jandir na Karte. Steigung kommt jetzt. 2,6 Kilometer lang. Das ist die vorletzte, die 6. von 7. Ist gut. Straße nass, aber sonst gut. Ein bisschen kalt, aber es geht. Also mit Gelb und Grün, aber nichts Rotes, gell? 111 Höhenmeter, ach du Scheiße. 109 noch. Ich zähle die runter, die Höhenmeter. Rückblick. Wir sind in Aschaffenburg statt wie geplant in Frankfurt losgefahren, dank Bahnchaos. Wir sind in Wolkenbrüche reingekommen, fast unterkühlt, mussten ein Stück auf andere Art überbrücken, bekamen Sonne zu sehen und sind dann von einem Hagelschauer ausgebremst worden. Nun halten wir auf Bayreuth zu, unserem heutigen Tagesziel. 11 ist geschafft. Das ist der vorletzte nach Bayreuth auf unserer heutigen Etappe. Es ist kalt, aber die Sonne leistet ganze Arbeit. Kennt ihr das? Ihr fahrt hier auf einer Straße, auf der kaum Autos unterwegs sind. Schöne, gute Asphaltstraße. Es hat kürzlich geregnet, die Straße ist nass. Ihr seid im schlechten Wetter wieder mal entkommen. Jetzt wartet ein schönes Abendessen auf euch und ein gutes Bier vielleicht oder etwas anderes. Ein erfolgreicher Tag, kann man sagen. Das sind die Momente, die es wert machen, sich auf den Bock zu setzen. Egal wie, zu brödeln, Taschen, es müssen nicht die teuren Ultralight-Taschen sein. Unglaublich, wie viele unterschiedliche Taschen-Setups man sieht, wie die Leute das lösen. Einfach toll. Das macht das Hobby so abwechslungsreich. Und jeder kann mitmachen, kann auch mit einem gebrauchten Fahrrad anfangen. Dafür lohnt sich das Radfahren. Weiterzukommen, Kilometer zu machen, die Launen von Wetter zu erleben, die wechselnden Landschaften, herrlich. Egal wo, selbst in unserem Land, mit dem Deutschlandticket kommt man fast überall hin. So, nach etwas nervigen Auf und Ab über einen Radweg, der eigentlich in super Zustand ist, aber halt ein bisschen komisch geführt wurde, sind wir jetzt ja fast schon in Bayreuth. Also wir haben das Ortsschild von Bayreuth passiert und fahren jetzt gerade rein auf einem Radweg, der parallel zur B22 verläuft. War eigentlich ein schöner Tag heute. Wir sind dem Schlimmsten entgangen, also eigentlich allem Schlechten. Bayreuth ist eng verbunden mit den Werken und dem Werk Richard Wagners, auf den die Gründung der Bayreuther Festspiele zurückgeht. Sein größtes Werk, Der Ring der Nibelungen, besteht aus 4 Teilen, die jeweils an einem der Festspieltage aufgeführt werden. Der Bayreuther Bratwürste, was zu? Ah, das ist doch genau das, was sie gerne hätten.
Mist. Brauerei, Schenke am Markt hat zu. Ey, das hat alles zu hier. Der zweite Teil der Ritt der Walküre ist dabei auch der Name dieses Musikstücks, das weltweit bekannt ist. Umstritten ist heute dennoch die Zweckentfremdung Wagners Werke in der Zeit des Dritten Reiches. Der Marktplatz, wo wir für ein Eis und Radler einkehren, ist sehr sehenswert. Letzte kleine Pause. Eiskaffee, Spaghetti-Eis und 2 Radler. Tja, und dann gibt es nachher noch echte Spaghetti dazu. Was an? Ja, Jörn, dreimal. Stein. Zeit oder was? Oh, wie schnell! Oh, wie schnell! Krass, die haben den verfolgt. Nun fahren wir zu Linde und Carsten, wo wir heute übernachten. Eigentlich fragten wir nur nach einem Platz zum Zelten im Garten, aber wir haben die Zelte zu Hause gelassen. So, wir sind in der Unterkunft bei Linde und Carsten. Hier, mein Schlafplatz für heute. Ich schlafe in der Küche, Jan schlaft hier im Zimmer. Bundessalon. Ja, super nett. Toll, echt. Vielen Dank an die beiden, dass wir hier übernachten können. Das ist so ein netter Kontakt. Wirklich, das findet man wirklich nicht alle Tage. Total toll, danke. Scheiße! Ist das da ein Ventil raus? Ich kann doch mal pumpen. So, das ist mein Schlafsetup. Und ich sage also jetzt gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ziemlich müde, ich habe sehr schlecht geschlafen. Das passiert oft, wenn ich irgendwo anders übernachte. Packe jetzt gerade die Sachen zusammen. Der 3. Tag geht los. Es wird in der Stunde... Nee, ich hatte heute in der Nacht ein bisschen Halsschmerzen. Es ist aber jetzt wieder besser geworden. Vielen Dank für Linde und Carsten für die Unterkunft. Ich freue mich wirklich, dass wir hier waren. Dankeschön für die Gastfreundschaft. Jan hat sich jetzt Arschcreme geschmiert. Ich komme als nächstes ran. Ja, so, wir sind wieder auf der Strecke. Wir haben gerade das Haus verlassen. Ungefähr vor 500 Metern und dann auf die B22 raus. Wir fahren heute erst nach Bernau. Da ist die Grenze nach Tschechien und dann nach Pilsen. Ich hoffe, dass wir so um 19 Uhr da sind, damit wir auch mal schön Bier genießen können. Also eigentlich heißt es ja Pivo z Praha, also in Prag. Das werden wir auf jeden Fall auch morgen machen. Aber Tschechien ist bekannt fürs gute Bier. Ich hatte vorhin ein bisschen Kopfschmerzen, jetzt dank Ivo halt nicht mehr. Nächster Zug nach Pilsen. Ey, cool hier. Universität, 700 Meter, sieht doch schön aus hier. Ja, genau. Bei jeder Tour war bis dahin dabei. Das sind so die Konstanten. Bei jeder Tour Regen
Bei jeder Tour Bahnstrecke, ich will nicht sagen bei jeder Tour technisches Problem, bei jeder Tour Fritz, Tommy, Das war ja vorher. stimmt, ja, du hattest voll technisches Problem, das haben wir also auch schon abgehakt. Und, oh, rechts, Alter. Oh. So. Wir müssen jetzt die Bundesstraße nehmen. Es gibt gerade keinen Radweg. B22 und kontinuierliche Steigung. Wir kommen gut voran, aber wir fühlen es gar nicht. Es macht trotzdem keinen Spaß. Fast im Sekundentakt überholen uns Autos. Oft donnern auch LKWs dicht vorbei. Wir sind froh, wenn es endlich mal auf Nebenstraßen geht oder Abschnitte mit Radwegen kommen. Endlich mal ein kleiner Abzweig hier von der Bundesstraße, die so stark befahren ist und auf der sich alle 10 Sekunden ein Auto in Zentimeter Abstand wiederholt. Viele große LKWs unter anderem. Warum nehmen die nicht alle die Autobahn? Über eine Nebenstraße, die ich extra so geplant habe, damit wir ein bisschen Erholung haben hier. Ah, da kommt ein Radfahrer hier, in Gelb. Ich gebe Björn ein paar Tschechisch-Lektionen. Ein bisschen was habe ich noch behalten. Es gibt jetzt eine kleine Nachhilfestunde in Tschechisch. Ahoi! Also wenn man in Geschäfte oder so reinkommt, sagt man Ahoi. Ja, und Tschüss sagt man entweder auch Ahoi oder Ciao sogar. Also auf Wiedersehen heißt Naskledano. Naskledano heißt auf Wiedersehen. Also die Au revoir, die förmlichere Art. Zahlen, die weiß ich auch. Also jeden heißt 1, jednu heißt eine oder einer. Je oder dva, je nachdem welcher Fall, heißt 2. Tschri, das ist schwer auszusprechen, weil das nicht so ein Haken ist. Heißt 3, Digi heißt 4, Piet heißt 5, Chest heißt 6, Sedum heißt 7, Ossum heißt 8, Deviet heißt 9. Ui, was heißt du mal 10? Scheiße. Deset. Hier rechts rein. Und dann gleich wieder rechts. Also die Kirche ist nicht zu übersehen, die den Ort den Namen gegeben hat. So, wir stehen hier auf einem Hundeparkplatz. Jan holt gerade was. Nach einer guten Stunde fahren wird es mal Zeit fürs Frühstück bei Netto. Danke. Anstiften könnte ich irgendwo hier auf die Arschrakete schnallen, aber dann wird das halt alles zerbröselt. Und? Wie kommt man durch? Gut? Oh, nach einer Stärkung bei Netto sind wir jetzt wieder auf dem Weg und wieder auf der B22. Und da kommt schon der nächste Lastzug entgegen. Hey, hier ist was los. Schaut euch die Wolken vorne rechts an. Da war der Regen. Oh, der Ach hier. Oh, ich bin voll leer. Die haben sie wohl echt nicht alle hier, wirklich. Das ist anscheinend die Methode der Autofahrer zu sagen, Radfahrer für euch. Aber was sollen wir denn machen? Wir können hier nichts anderes machen. Es gibt keine andere Möglichkeit hier zu fahren. So, nächste Steigung, 1,5 Kilometer lang. Schwung nehmen. Wir sind auf der 30. Steigung schon. Oh, ist das krass. Aber wir sammeln ja wenigstens Höhenmeter. Nee, gleich ist vorbei, glaube ich. Erdendorf ist der nächste Meilenstein nach 12 Kilometer. Da beginnt auch langsam der große Anstieg dort, glaube ich. Das war jetzt der rote Anstieg. Und wieder sind wir auf der Bundesstraße. Jetzt kommt wieder ein Lastzug. Ich würde ihm ja gerne einen Daumen nach oben zeigen, aber ich sehe nicht weit genug.
Hier hat es voll geregnet schon. Es nieselt ein bisschen nass hier. Jetzt geht es weiter. Bald kommt das nächste Kaff. Wir machen einen kurzen Trinkstopp. Wir haben ungefähr die Hälfte oder etwa die Hälfte der deutschen Strecke geschafft. Kurze Pause unter eine Brücke. Es nieselt ein bisschen. Ich glaube, ich nehme ein Gel oder irgendwas. Kommst du hier hinten dran? Ich glaube, da sind irgendwo Gels drin hier. Die Dinger sind ein bisschen eklig. Was ist das? Tommy, oh, nicht dahin. Nicht dahin. Wir sind jetzt in Erbendorf vorbei und fahren jetzt quasi weiter. Ich glaube, Windisch-Eschenbach heißt der nächste Ort. Wir fahren jetzt Richtung Weiden in der Oberpfalz. Links geht's nach Tirschenreuth. Es geht wellig weiter. Die meisten Höhenmeter sind heute zu fahren. Wir keuchen auf den Steigungen und wir feiern die Abfahrt. Da hinten geht's wieder hoch. Scheiße. Hey, Steigung. 10%. Ach stimmt, das ist hier. Ja, die tiefste Stelle. Tiefenbohrung. Hier befindet sich Deutschlands tiefstes Bohrloch, das kontinentale Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland, bohrte hier in der Nähe von Windisch-Eschenbach in den Jahren 1987 bis 1995 mit 9.101 Meter das tiefste Loch in Deutschland in die Erdkruste. Ja, da vorne links, das scheint dieser Bohrturm zu sein. In dieser Tiefe herrschen Temperaturen von um die 300 Grad Celsius. Ja, das ist ein Stück hinter mir. Regenjacke ausziehen. Sehr optimistisch, dass hier nichts mehr runterkommt. Es läuft gut, aber es ist kalt. Ist das hier dieser Bohrturm? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ich halte dich an. Jedes Anhalten an der roten Ampel fürs Umziehen ist Standzeit. Die Standzeit des Todes. Jeden Kilometer, den man nicht weiterfährt, jede Minute kostet nachher Zeit am Ende. Deswegen Standzeiten minimieren und fahren, auch wenn es langsam ist. Jetzt geht es gerade mal wieder runter hier. Fahr aber nicht so schnell wie gestern. Es ist alles nass hier. Wir verlieren uns auf der Strecke, aber Björn war so lange weg, weil er extra zu diesem Turm hin ist, um ihn euch zu zeigen. Also lasst für ihn ein extra Like oder Kommentar da. Er hat es verdient, da er die extra Meile und extra Höhenmeter dafür gemacht hat. Jetzt sind gerade über eine Brücke, Talbrücke und eine Eisenbahnlinie und wir sind über dem Wald. Ich werde jetzt gleich mal kurz anhalten, weil ich nicht weiß, wo Björn ist. Bleib jetzt hier auf diesem Ausflugsparkplatz stehen und trink mal etwas. So, wir sind hinter Windisch-Eschenbach. Es geht gleich auf die Steigung Richtung Bernau und noch etwa 30 Kilometer in Deutschland. Knapp. Dann haben wir es geschafft und es geht auf der technischen Seite nur noch bergab oder fast nur noch bergab. So, wir kreuzen gleich die A93, also quasi nach Weiden. Ja, wieder rot. Standzeiten sind unnötig. Jetzt geht's hier runter. Verlieren Höhenmeter, nur um danach wieder hochzufahren wahrscheinlich. Hey! Mann, oh Mann! Ich wäre fast reingefahren. Zusammen, mir geht's ganz gut. Wir haben wieder mal einen Berg hinter uns, aber mein Rücken meldet sich und Mark ist irgendwie heute nicht. Vielleicht muss ich ständig ein Hohlkreuz
machen, während ich auf der Box sitze. Lauter kleine Dörfer hier. Es macht Bock eigentlich hier zu fahren. Aber es ist Stimmung, weil wir kommen voran und da vorne ist ein Riesenberg. Ein Riesenberg. Anlauf nehmen. Ich sagte noch ganz entspannt, doch ich kannte mich ja längst. Denn irgendwo Das ist echt Abfuck hier. Dauernd muss ich die Nase abrotzen. viel. Ich steig nochmal aufs Rad. Der Folge des Eis von gestern. Hätte kein Eis essen sollen. Bernau noch ungefähr 5 Kilometer. Weil jeder einzelne Kilometer ein Stück Freiheit erreicht. Hallo? Hi. Ich dachte, vor Bernau warte ich noch mal, bevor wir in Bernau reinkommen. Wir sind ja gleich da, ist ja weniger als 2 Kilometer noch, gell? Ja. Willst du weiterfahren oder kurz halten? Und plötzlich passt jedes Stück. Am nächsten Morgen viel zu früh. 200 Kilometer. Steigung. Kein großer Historicki Park. Einblick. Wir wissen, was Historicki Park. gibt kein Zurück. Ich steig nochmal aufs Rad und fahr Bernau. los. Immer weiter nach Osten. Was ist schon groß? Der Wind steht gegen Ah nein! Der Weg zur Grenze ist harte Arbeit, den Berg rauf. Was machen wir an diesem Ort? Der Anstieg ist doch geisteskrank. Trotzdem fühlen wir es gerade total. Tschechien ist so gut wie erreicht. Ich halte da bei dem Härtel an, okay? Ja, Friedhof. Staatsgrenze 2 Kilometer. Nun kommt die letzte lange Rampe. Von Bernau aus geht es steil nach oben bis zur tschechischen Grenze. Irgendwo da oben in einem anderen Land wartet sie. Die nächste Pause. Tschüsska, Republika. Alter. Mensch, schlimm. Ich muss jetzt vom Rad ab, muss ich hier absteigen erstmal. Völlige Zerstörung. Das ist ein kranker Aufstieg. Hier ist der Grenzstand vor uns. Und wir sind in Tschechien, genau an dieser Stelle. Das ist der ganze Grenzübergang? Ja gut, da oben ist noch was. Ersten Meter auf tschechischem Boden. Wir werden zu 10 Minuten bis zum Verschnauft. Hier ist eine Tankstelle. 1,88. Das deutsche Raffinerien, krass. Wie geil. Oh Mann, das ist ja geil. Aus deutschen Raffinerien. Sehr cool. Oh Mann, das ist ja geil hier. Ja, hier ist irgendwie nix hier oben. Doch, hier gibt's einen Shop. Gibt leider keine Brötchen oder sowas. Ich auch. Ja.
Ciao. Danach kommt eine Abfahrt. Ah, Matoni, das ist aus Karlsbad. Ja, wir machen gerade hier eine Pause. Die erste in Tschechien. Es war mega anstrengend hier hoch. Essen wir mal, ja. Weil da ist so fett Mayo drauf. Aber ist beim Radfahren egal. Chicken mit irgendeine Dressingcreme. Pikante Dressingcreme. Krieg ich schon Durst. Bernd füllt hier gerade ab. Ja. Sportstadt Frankfurt. So, ich fahre jetzt so. Es ist bitterkalt hier oben. Und wir werden gleich mächtig Fahrtwind kriegen auf dem Weg nach unten. Jetzt geht's nach Tachow, sind so etwa 16 Kilometer. Nach dieser Pause an der ersten Tankstelle in Tschechien geht es weiter. Unsere Stimmung hebt sich. Der Berg ist bezwungen und daher ist unser Motivationsspruch des Tages: Nach jedem Berg kommt eine Abfahrt. Erste Abfahrt in Tschechien bei 9 Grad. Die ersten Kilometer in Tschechien legen wir auf dicht bewaldeten Nebenstraßen zurück. Es geht stetig auf langen Abfahrten zügig voran. Die Strecke macht richtig Bock und wir fühlen es gerade total. Das Bikepacker sei. Die Wolken da, die sind so krass. Wir sind schnellstens nach Tachow gekommen. Die lange Abfahrt hat ein Ende. Es regnet ein bisschen leicht. Vorne ist es heller. Wir müssen mal gucken, es sind ja noch so vielleicht 9 Kilometer, 8 Kilometer bis Tachow. Björn, fahr mal langsamer, ich will dir was sagen. Ganz kurz nur. Ich habe gerade die Regenhülle nicht an meinen Rucksack tragen. Meinst du, das ist ein Problem? Meinst du, kurz stärker oder fahren wir raus? Wir fahren raus. Ja, okay, dann lassen wir es. Weil das dauert jetzt mir viel zu lange, das jetzt anzuziehen. So. Was für eine geile Abfahrt, oder? Ja. Und Full Speed hier. Bald erreichen wir die, so kann man es hier wirklich sagen, böhmischen Dörfer. Verschlafen und irgendwie auch pittoresk. Die ersten sogenannten böhmischen Dörfer, wie man eigentlich sagt, nee. So sieht es typisch hier aus in Tschechien. Manche Häuser sind nicht mehr so zum Zustand, aber andere hergerichtet worden. Das sind für mich böhmische Dörfer. Eigentlich ein Ausdruck, der äußert, dass man etwas nicht verstanden hat. Die ersten Hunde, ja, genau, hallo. Hier sind schon mehr Schlaglöcher. Da merkt man, dass das irgend so eine alte Nebenstraße ist hier, die nicht so in Schuss ist. Ja, man sieht, die Wolkendecke reißt auf, es wird wieder schöner. Wir waren schneller als das Regenwetter. Es wird auch ein Tick wärmer jetzt. Man merkt, dass wir doch deutlich tiefer sind. Hallo, Anstieg. Kaum richtig erreicht, geht's wieder hoch. Die ganze Gegend hier ist von der Forstwirtschaft geprägt. Leute, habe ich schon gesagt, dass es gerade richtig gut bei uns läuft. Das ist alles hier so geil, so schön, ne? Die Landschaft, mal eine Abwechslung, ein bisschen anders als in Deutschland hier. Leute, geht raus, nehmt euch das Rad. Plant irgendwas, wenn ihr zum Beispiel irgendwo in der Grenze wohnt. Ja, fahrt mal ins Ausland, nicht nur bei euch direkt. Einfach toll, mal was völlig anderes. Tachow, zu Deutsch Tachau, ist die erste größere Stadt, durch die wir fahren. Diese ist schon über 900 Jahre besiedelt und entwickelte sich in der Neuzeit zu einem Zentrum der Knopfproduktion. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich einen ganz guten Eindruck hier. Die fahren gar nicht so aggressiv, die Tschechen, wie ich dachte. Also beim Überholen geht's, sie versuchen Abstand zu halten. Man fühlt sich nicht so bedrängt. Also die scheinen rücksichtsvoller als in Deutschland zu sein. Schöner breiter Randstreifen hier, muss ich sagen. Sauber, keine Glasscherben am Rand.
Oh, ein Kriegsdenkmal. Schön hier, man sieht rechts die Bodenformation. Die Chemtrails. Streifen. Hier ist gerade eine Straße gesperrt, wo wir lang wollten, aber wir sind jetzt einfach hier durch. Es geht ja. Wozu hat man ein Gravelbike? Der rote Berg hier. Oh, das ist so schön hier. Ein roter Berg. Also Fahrradcomputer, Ausweichrouten sollte man nicht trauen. Bisweilen kommt man auch mal auf die Autobahn, wenn man dir einfach blind folgt. Ja, zum Glück habe ich mir das angeschaut, was es an der Baustelle macht. Hinter uns verläuft die Autobahn nach Prag, also Pilsen-Prag. Es geht immer so weiter. Absolut gottlos hier. Wann ist das fertig mit den Bergen? Ich will mal ein Bier in Pilsen trinken. Tschechisch essen. Ja. Aber wenigstens ist die Landschaft schön. Also jeden Moment können hier auch irgendwelche Räuber rauskommen an der Seite. So sieht es für mich aus, so dichter Wald. So, wieder eine Abfahrt. Bester Straßenzustand. Oh, Auto, der ist aber schnell hier. Aber er hat Abstand gehalten. Ich habe mich trotzdem ein bisschen erschrocken, weil kam ja überhaupt kein Auto die ganze Zeit. Pilsen fühlt sich weiter an, als wir gedacht haben. Es wird noch einmal richtig anstrengend, vor allem Anstiegen. Die erarbeiteten Höhenmeter verlieren wir gleich wieder auf den direkt darauf folgenden Abfahrten. Ich fliege über die Schlaglöcher. So, jetzt sind wir langsamer hier. Wir sind in der Ortschaft. So. Also hier hoch? Ja. Wow. Moment mal. Nee, oder? Da nicht hier. Ja, hier. Da kommt auch das rote Stück. Ja, ihr habt's gut hier, ihr Kühe. Hier steht auf der Weide und ist nicht schuften. Ich bin total zerstört hier. Da war eben der Anstieg des Todes mit roter Steigung, fast 10%. Mehrere 100 Meter. Ah, zum Glück war es nicht so lang, aber ich hätte es nicht mehr lange hingekriegt. Ich brauche ein Bier, ich brauche Energie. Mein Wasser ist ausgegangen, meine Trinkblase ist locker leer. Ich habe kein Wasser mehr. Scheiße. Was mache ich jetzt? Sind noch 25 Kilometer nach Pilsen. Tankstelle, wenn ich eine finde. Ich weiß nicht, wo Björn ist. Irgendwo hinter mir. Ich fahre hier im Schneckentempo hier mit 14. Wo es kaum bergauf geht. Das Gel ist schon weg, was ich genommen habe. Vielleicht habe ich noch eins. Soll ich noch eins nehmen? Vielleicht gibt es hier was. Es sieht alles nur nach Gewerbe aus hier. Scheiße, wir sind schon 6 Stunden 31 unterwegs. Ja. Oh, 125 Kilometer, ich glaub's nicht.